Endlich gibt es mal wieder Neuigkeiten zu Game of Thrones, aber ich sage es gleich vorweg, bevor ihr euch freut, es sind keine Informationen zur Handlung. Nach der kommenden letzten Staffel der hocherfolgreichen Serie Game of Thrones soll ja gar nicht Schluss sein mit der Fantasy-Mittelalter-Serie. HBO plant ja zusammen mit George R. R. Martin, dem Autor der Buchvorlage, verschiedenste Spin-off-Serien, die alle im Universum von Game of Thrones spielen sollen. Erst hieß es ja, dass nur eine Serie umgesetzt werden soll, dann hieß es, dass es doch mehrere sein könnten. Die Chefin des Departments Drama, Francesca Orsi, die hat jetzt zumindest verraten, dass für die kommenden Serien sehr viel Geld in die Hand genommen wird. Deutlich mehr Geld als noch in Game of Thrones, denn sie meinte, dass man mit einem Budget von 60 Millionen Dollar nicht weit käme, wie für die erste Staffel von Game of Thrones. Sie hat nämlich tatsächlich 60 Millionen gekostet. Bei den neuen Serienablegern hätte man aber was so Großes und so Gigantisches vor, dass man dafür mehr Geld bräuchte. Es kann natürlich schon mal ein gutes Zeichen sein, aber mehr Geld heißt ja leider nicht gleich auch mehr Qualität. Leider ist über den Start noch nichts bekannt, auch nicht, worum es jetzt letzten Endes genau gehen wird. Damit aber herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cinema News hier auf unserem Film-, Serien- und Comic-Kanal Cinema Strikes Back. Und heute erfahrt ihr alles, was derzeit so in der Welt der Serien und des Films so Neues und Großartiges passiert. Vor einigen Wochen berichteten wir, dass gegen Vodafone eine einstweilige Verfügung erwirkt wurde, die den Internetanbieter dazu zwingen soll, Kinox.to für seine Nutzer zu sperren. Das haben sie ja auch tatsächlich gemacht. Auf Kinox werden ja verschiedenste Filme und Serien verlinkt, die illegalerweise hochgeladen wurden. Constantin Film hatte sich gegen Vodafone gewehrt und dann auch vom Landgericht München Recht bekommen. Vodafone legt jetzt aber Berufung ein und eine Sprecherin des Unternehmens meinte, dass Vodafone dieses Urteil nicht annehmen möchte, auch wenn sie die Seite bereits gesperrt haben. Aber sie dürften solche Seiten nur sperren, wenn es dafür auch eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage gäbe. Der Drops ist also noch lange nicht gelutscht und natürlich halten wir euch weiterhin auf dem Laufenden. Es gab 1 Milliarde News zu James Bond 25. Jetzt wird es endlich mal konkret. Das war ein abgefahrenes Hickhack und wir erinnern uns, zuerst sagte James Bond-Darsteller Daniel Craig, dass er sich lieber die Pulsadern aufschneiden würde, als nochmal in die Rolle des Geheimagenten zu schlüpfen. Dann unterschrieb er ein paar Monate darauf doch einen Vertrag, der ihm unglaubliche 22 Millionen US-Dollar und eine saftige Gewinnbeteiligung zusagte. Jetzt ist auch endlich bekannt geworden, wer auf dem Regiestuhl Platz nehmen wird. Da gab es ja auch viele Gerüchte und es hieß sogar, dass Christopher Nolan Regie führen soll. Jetzt wird es aber tatsächlich Danny Boyle. Der hat so Filme wie Trainspotting, 28 Days Later und Slumdog Millionaire umgesetzt und angeblich könnte James Bond 25 schon Ende 2019 in die Kinos kommen. Wir sind gespannt. Nach dem riesigen Sexskandal um Bob und Harvey Weinstein sollte die Produktionsfirma The Weinstein Company eigentlich verkauft werden. Ein Milliardär namens Ron Burkle hatte nämlich als Anführer einer Investorengruppe großes Interesse daran, das Unternehmen zu kaufen und auch den großen Schuldenberg zu übernehmen. Und dann war sogar geplant, den Vorstand nur mit Frauen zu besetzen. Dieser Deal ist allerdings mittlerweile geplatzt. Das gab nämlich eine Unternehmerin der Weinstein Company bekannt. Angeblich wollen die möglichen Investoren aber weiterhin am Ball bleiben. Sollte der Deal aber nicht zustande kommen und sollte das Unternehmen tatsächlich Insolvenz beantragen, könnten Hunderte von Menschen ihre Jobs verlieren und es wäre das Ende für eine der prestigeträchtigsten Produktionsfirmen der USA. In den USA ist unter Filmfans ein ganz besonderes Kinoangebot sehr populär. MoviePass, damit zahlt man nämlich einen monatlichen Beitrag von umgerechnet etwa 6 bis 8 Euro und dann kann man in Partnerkinos von MoviePass jeden Tag einen neuen Film sehen, wobei am Bezahlmodell sehr viel herumexperimentiert wurde und sich immer noch ständig Dinge ändern. MoviePass gab es bisher nur in den USA, aber jetzt haben 2 Brüder aus London beschlossen, das Konzept für den europäischen Kinomarkt zu adaptieren. Als junges Startup-Unternehmen CPass möchten sie den europäischen Kinomarkt ordentlich aufräumen und auch eine monatliche Flatrate-Rate anbieten, mit der man dann jeden Tag einen neuen Film gucken kann im Kino. Mehrere 10.000 Nutzer haben sich bereits auf der Seite des Unternehmens vorangemeldet, aber natürlich hat die ganze Sache noch einen großen Haken. Man sei immer noch in einer sehr frühen Phase und könnte gar nicht abschätzen, wann der Service tatsächlich angeboten wird. Ansonsten bieten in Deutschland ja die einzelnen Kinoketten sowieso diverse Flatrates an, allerdings meist zu einem Preis, der 3-mal so hoch ist. MoviePass wird auf jeden Fall in den USA von vielen Kinobetreibern sehr kritisch beobachtet und viele Kinobetreiber glauben auch,
dass der Service nicht zukunftsfähig ist und bald auch einbrechen wird. CPAS wird wahrscheinlich in Europa sowieso erstmal nur in England starten. Wann das Ganze nach Deutschland kommt, ist nicht bekannt, aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Derzeit wird an einem sehr skurrilen Filmprojekt namens Honey Boy gearbeitet. Honey Boy ist der Spitzname des kontrovers diskutierten Schauspielers Shia LaBeouf und tatsächlich soll sich der Film um sein Leben drehen, genauer gesagt um seine Kindheit und seine Jugend. Shia LaBeouf wird dabei gespielt vom Newcomer Lucas Hedges. Das Interessante an dem Projekt ist, dass Shia LaBeouf seinen eigenen Vater spielen wird, der alkoholkrank und kriminell gewesen sein soll. Wenn eine News jemals zu Shia LaBeouf gepasst hat, dann diese. Diese Woche erscheinen natürlich ein paar brandneue Filme in den deutschen Kinos, zum Beispiel das Biopic I, Tonya mit Margot Robbie als skandalöse Eiskunstläuferin, außerdem das Sequel zum Action-Science-Fiction-Kracher Pacific Rim, also Pacific Rim Uprising, da spielt sogar John Boyega aus Star Wars mit, und außerdem startet das skandinavische Mystery-Drama Thelma, und auch im Serienbereich gibt es natürlich wieder frisches Zeug. Auf Disney XD zum Beispiel startet die zweite Hälfte der 4. Staffel von Star Wars Rebels, auf Netflix kommt die zweite Staffel der Kannibalen-Zombie-Serie Santa Clarita Diet mit Drew Barrymore, und auf Netflix startet die erste Staffel der Manga-Adaption Sword Guy. Übrigens hat Warner bekannt gegeben, dass am 24. Mai eine brandneue Version vom Science-Fiction-Klassiker Matrix erscheinen soll. Angeblich wurde der Film visuell neu abgetastet und soll jetzt in 4K rauskommen. Und angeblich habe man sich auch um den Ton gekümmert und es wird auf jeden Fall eine Tonspur mit Dolby Atmos geben. Das ist doch mal für viele Blu-ray-Fans ziemlich interessant. Letzte Woche startete übrigens auch der zweite Trailer zum kommenden Marvel-Film Avengers Infinity War. Das dürfte aber jeder mitbekommen haben, denn dieser Trailer hat das Internet im Sturm erobert. Die US-Kinokette AMC plant nun auf jeden Fall einen atemberaubenden Filmmarathon, der 31 Stunden gehen soll. Denn alle Marvel-Filme bisher sollen am Stück gezeigt werden. Das ist ein bisschen komisch, weil alle 18 Filme zusammen eigentlich eine Laufzeit von 37 Stunden haben. Warum da jetzt 6 Stunden in dem Marathon fehlen, ist nicht so ganz klar. Aber wie seht ihr das? Hättet ihr auch mal Bock darauf, dass so ein Marvel-Filmmarathon auch mal in Deutschland gemacht wird? Oder geht euch Marvel tierisch auf die Klötze und wollt ihr vielleicht sogar eine andere Filmreihe oder sogar eine andere Serie wie Game of Thrones im Kino als Marathon sehen, dann schreibt uns das unbedingt mal in die Kommentare, worauf ihr da Bock hättet, und checkt auch unbedingt mal unser Video vom Samstag ab. Da sprachen wir darüber, ob Deutschlehrer und Filmkritiker nicht viel zu viel in Filme und Werke und in Dinge hineininterpretieren. Hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht, das Video. Checkt das unbedingt mal aus und abonniert unseren Kanal Cinema Strikes Back und macht die Glocke an und dann sieht man sich auch die Tage wieder. Ja, bis dann.